Seid herzlich willkommen in 2026 und vor allem seid herzlich willkommen in meinem Astrologie-YouTuber-Kanal. Viele von euch hatten ein sehr intensives Jahr in 2025 und ich habe euch ja auch gesagt, es liegt daran, dass Neptun und Saturn Prüfungen von euch verlangt. Aber jetzt am 26. Januar geht Neptun in Wiederzeichen, eine ganz neue Energie, ein Neubeginn-Energie. Vielleicht habt ihr auch von dieser Gedanke oder Schlagwörter schon gehört, Glaubenskrieg, wenn Neptun in Widder ist, es geht um Glaubenskrieg. Oder es geht um spirituelle Krieger hier. Oder Missionen oder Ich-Identität habt ihr Wörter gehört. Es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel auch so Sachen gehört habt wie Selbstopferung, Eigenopferung, auf dieses Keywörter, vielleicht habt ihr gehört. Und jetzt wollen wir heute schauen, was hat es mit diesen Wörtern an und sich? Also geht es hier wirklich um ein Opferthema? Geht es hier um Glaubenskrieg? Geht es um Krieg auf der Welt? Oder was für Kriege sind das eigentlich? Sind das vielleicht doch unsere innerlichen Kriege? Schaut mal, meine Lieben, in 2025 habt ihr auch einen Krieg abgelegt, habt ihr Prüfungen gemacht, aber was sind das für Kriege gewesen in euch drinnen? Das sind diese innerlichen Prozesse gewesen, die bei euch im Herzen stattgefunden hat. Einige von euch haben zum Beispiel gesagt, so eine Firma, wo ich lange dort war, es sind Sachen passiert und ich bin das wie nicht mehr bereit. Ich gehe von dort weg. Ich mache eine Cut eigentlich. Einige von euch habt lernen müssen, innerlich an einen Punkt zu kommen, wo ihr Grenzen gesetzt habt. Manche von euch sind vielleicht in Situationen reingekommen, wo nicht so schön war. Und das sind meistens so Menschen gewesen, oder ihr vielleicht oder ich vielleicht auch, wo wir wie keine richtigen Grenzen gesetzt haben. Weil wir haben ja beides Prüfungen, also in der Prüfung beides gehabt. Teilweise haben wir erkennen müssen, dass wir keine Grenzen setzen und deshalb, dass wir eigentlich Opfer bringen, weil wir die Grenzen nicht richtig setzen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich hinter etwas hingelaufen bin und für das musste ich vielleicht finanziell etwas bezahlen. Warum? Weil ich das nicht wirklich kalkuliert habe, weil ich mit falschem Glaubenssatz in etwas reingegangen bin und habe finanzielle Verluste gehabt. Es kann aber auch sein, wo ich dann gesagt habe, hey, ich setze hier Grenzen, also so wie nicht mehr. Also ich tue vielleicht ein bisschen Geld opfern, aber dafür opfere ich keine größeren Gelder. Ich opfere vielleicht etwas, weil ich das aber bewusst mache, aber weil ich diese andere Situation wie nicht mehr möchte. Manche haben auch gesagt, ich will nicht mehr eines Routinehafte, vielleicht drinnen bleiben, wo ich jahrelang da war, ich will da raus eigentlich. Das heißt, ich will aus einer Passivrolle raus, ich will jetzt das machen, glauben das, aber das war aber eigentlich eine Entscheidung, wo ihr euch innerlicher Prozess stattgefunden habt, weil das Saturn lief auch natürlich über den Fische die ganze Zeit. Und sowieso, wenn der Saturn über das Fische läuft, da ist alles unklar. Man geht in Situationen und eigentlich geht es darum, dass wir Strukturen lösen, die nicht mehr stabil sind. Alle Strukturen, die nicht gut waren, die haben sich natürlich auch gelöst. Saturn wird übrigens auch am 13. Februar in Wiederzeichen kommen. Das heißt, die beiden werden einen Transit machen. Dazu komme ich später noch. Es ist jetzt so, in dieser Energie ist es so eigentlich, wenn der Neptun in Wiederkommt, diese Schlagwörter ist wie dieses heilige spirituelle Krieger, Energiekrieger zum Beispiel hört ihr vielleicht, Mission hört ihr ja, oder eben Kriegsenergie, Glaubenskrieg. Diese Wörter, was bedeutet das? Es hat eigentlich damit zu tun, dass der Widder eine beginnende Energie ist. Der Widder hat auch mit Soldaten zu tun, mit Kriegsenergie zu tun eigentlich. Es ist aber auch der Soldat dort drinnen. Ihr hört ja vielleicht so manchmal von den Nachrichten oder von den irgendwelchen Filmen, zum Beispiel Soldatsfilmen. Dort ist ein Soldat, der muss warten eigentlich, bis er einen Befehl bekommt. Und erst wenn der Befehl bekommt, darf er schießen und vorher nicht. Und wenn er zum Beispiel einem Befehl nicht folgt, wegen Befehlsverweigerung kommt er ins Knast rein teilweise. Und da gibt es große Ärger. Und der Mars in unserem Leben ist genau das Gleiche. Der Mars ist unser persönlicher Krieger. Der Mars hat Energie von Handeln, Reaktionen geben, Eroberung vor allem. Es ist unser Durchsetzungsvermögen. Aber der
tut sich für uns einsetzen oder für uns durchsetzen, wenn wir den Mars, unserem persönlichen Mars, den Befehl geben, dass er das jetzt für uns erobern soll. Deshalb ist es übrigens ganz wichtig, so in den Radix, dass wir wissen, wie wir überhaupt etwas erobern, wie wir überhaupt kämpfen. Weil sehr viele Menschen eigentlich in ihrem Radix wissen nicht, wie sie etwas erobern. Das heißt, sie kennen ihren eigenen Mars nicht. Weil sie den eigenen Mars nicht kennen, sie tun es falsch erobern anfangen. Und deshalb funktioniert es oft nicht. Weil sie nicht die richtigen Waffen einsetzen. Wenn man sein eigenes Waffenwerkzeug nicht kennt, dann kann man auch gar nichts richtig erobern. Nur wenn man sein eigenes Werkzeug kennt, dann kann man, das ist wie eigentlich, wenn ich jetzt nicht weiß, was Mars für eine Funktion hat oder was Venus für eine Funktion hat oder die vergangenen Geschichten von dem ganzen Transiten nicht kenne, dann kann ich die Zusammenhänge überhaupt nicht verstehen. Ich weiß ja gar nicht, um was es wirklich geht bei diesem Planeten. Ich verstehe die Aspekte nicht, weil ich die Zusammenhänge nicht verstehe, weil ich das Werkzeug von mir nicht kenne. Und das ist auch in unseren Geschichten so. Und der Mars ist aber nicht nur für den Widder zuständig, es ist für den Skorpion auch zuständig. Das heißt, der Skorpion hat auch mit langfristigen Verträgen zu tun. Es hat auch mit den Werten von anderen zu tun. Es hat mit Krisenhaus zu tun. Es hat auch mit finanziellen Abhängigkeiten teilweise zu tun. Es hat überhaupt mit Abhängigkeit, Missbrauchgeschichten zu tun. Und ich habe euch gesagt, wenn der Pluto im Wassermann kommt, dass wir vor allem das Skorpionhaus und den Stierhaus sehr stark verändern. Es muss nicht negativ sein, es kann auch sehr positiv sein. Also Veränderung heißt ja nicht nur negativ übrigens. Und jetzt werden wir auch schauen, wessen Planet ist der Pluto. Es gehört zum Skorpion-Tierkreiszeichen. Das heißt, jetzt wo der Pluto in Wassermann ist, diese Energie, wo wir jetzt drinnen sind, ist nicht nur der Neptun. Das heißt, der Neptun im Widder sagt eigentlich, ich werde mich mit Mars verbinden. Dadurch aktiviere ich eigentlich dieses Skorpionhaus. Ich aktiviere das Widderhaus. Ich werde mit ihm jetzt ein Teamwork sein in den nächsten Jahren. Wir werden verschmelzen. Ich werde mich mit Mars verschmelzen. Das heißt, was jetzt auch noch wichtig ist, so die Leute, die sich nicht mit Astrologie befassen, Neptun, Uranus und Pluto geben die große Aufgaben. Die klar persönlichen Planeten, zum Beispiel wie Mars oder Merkur, das sind so eigentlich dieses Planeten, wo das Ganze eigentlich auch aktivieren. Also das sind unsere persönlichen Planeten übrigens so. Und es ist jetzt so, wenn jetzt natürlich der Neptun vom Fisch, und was ist der Fische zu tun? Der Fisch hat mit Verlusten zu tun. Verlust aus der Vergangenheit zu tun. Der Fischerhaus hat auch mit unserem innerlichen Kampf teilweise zu tun. Es hat mit Gefangenschaft zu tun. Vielleicht Gefangenschaft, dass wir in uns sind, unsere verlorenen Träume, vielleicht, dass wir sogar unsere Träume vergessen haben. Vielleicht auch, dass wir etwas immer gearbeitet gemacht haben, aber wir nicht richtig es zeigen konnten, weil wir immer etwas erlebt haben, wo wir das nicht zeigen konnten aus irgendeinem Grund. Zum Beispiel, es hat auch immer so mit eurem Konstellation zu tun, was ihr für einen Aspekt in eurem Radix habt. Es gibt Menschen zum Beispiel, die kämpfen, machen, aber sie kommen nicht in den grünen Zweig, weil ihre Aufgabe war es ja nicht erarbeiten, sondern ihre Aufgabe war es vielleicht loslassen die ganze Zeit. Das sind so verschiedene Konstellationen gewesen. Immer wieder eine Beziehung anfangen, Beziehung geht auseinander. Ein Job anfangen, Job geht auseinander. Aber jetzt gibt es vielleicht einen Wendepunkt für diese Menschen. Und hier sagt eigentlich, okay, ich Neptun habe jetzt einen Traum. Ich Neptun habe jetzt Grenzen setzen gelernt. Ich Neptun habe jetzt erkannt, wo ich keine Grenzen setze. Ich habe das jetzt gelernt in 2025 und ich weiß jetzt die Konsequenzen dazu. Und jetzt will ich aber mich verwirklichen. Jetzt will ich einen Namen dem Ganzen geben. Nämlich, wenn der Neptun wiederkommt, da geht es um Bekennen, um Farbe bekennen. Da geht es nicht mehr darum, ich will mich nicht mehr entscheiden. Ich will hin und her. Aber ich will doch nicht. Ich möchte mit dir zusammen sein und doch nicht mit dir zusammen sein. Ich möchte gerne diese Arbeit machen, aber nicht dazu stehen, zum Beispiel. Ich will im Hintergrund sein. Ja, niemand darf wissen, dass ich das mache, zum Beispiel. Das geht nicht mehr, Neptun in Widder, weil Neptun wieder sagt, bekenne Farbe. Jetzt ist Beginnen angesagt. Jetzt bist du mit dem Traum am Beginnen. Das, was du vielleicht nicht konntest, beginnen. Und jetzt gibt es hier
je nach dem Aspekt, den ihr habt, verschiedene, natürlich gibt es ganz viele Nuancen, aber es gibt vor allem die zwei Hauptnuancen, sage ich mal immer euch. Und das ist dann wichtig, dass wir das eigentlich so ein bisschen bewusst machen. Also es ist zum Beispiel so, angenommen, ich mache Seifen mein Leben lang, wirklich Seifen eigentlich. Und ich habe jetzt viele Jahre das gemacht, aber im Hintergrund. Ich habe das wie versteckt, diese Seifen, Leute. Also nicht versteckt, ich habe einfach keine Möglichkeit gehabt, meine Seifen wirklich auf den Markt bringen. Und was jetzt auch wichtig ist, im Moment sind bei sehr vielen Menschen der Vertex-Punkt aktiviert oder aktiviert sich diese Tage oder hat sich schon seit Monaten eigentlich, weil das sind so ganz viele Neumonden und Vollmonden. Ich habe gesehen, bei sehr vielen Menschen, die Vertex-Punkt hat sich aktiviert und da sind jetzt sehr viele Sachen auch von außen gekommen. Das heißt, Sachen, was in euch drinnen sind, aktiviert sich jetzt eigentlich ganz stark. Und es kann sein, dass ich jetzt vielleicht mit meinen Seifen einen Laden entdecke, wo der mir sagt, hey, möchtest du nicht deine Seifen bei uns verkaufen? Eine Chance, wo ich vielleicht noch nie bekommen habe. Oder wo ich sage, den Mut habe, so jetzt mache ich das Ganze richtig, jetzt mache ich das seriös. Und ich versuche diesen Seifen an diesem Laden zu verkaufen. Weil jetzt der Pluto in den Gruppen drinnen ist, und dort geht es darum, Geld verdienen, soziale Gruppe, Internetwelt, YouTuber-Welt, oder irgendwelche Freundschaftsgruppen, Vereinsgruppen, das sagt eigentlich, ich bringe dich jetzt in eine Gruppe rein, in eine Ladengruppe, in Geschäftsgruppen rein, wo du dort Seifen verkaufst. Und hier, wenn ich jetzt das mache, damit ich weiß, ist jetzt die Entscheidung positiv oder negativ, ich will jetzt das prüfen, dann muss ich mich Folgendes jetzt fragen. Angenommen, ich kenne diesen Menschen nicht und ich kann dort meine Seifen nicht verkaufen. Würde ich immer noch mich mit Seifen beschäftigen? Ist Seife immer noch eine wichtige Thema im Leben? Also wenn ich jetzt, angenommen, 20 Jahre mich mit dem Seife beschäftigt habe, mit dem Seifenwelt, dann wird das nicht so sein, wenn der Mann sagt, er verkauft doch keine Seife von mir, dass ich dann aufhöre, mich mit Seifen zu beschäftigen, weil ich habe das seit 20 Jahren gemacht. Das heißt, ich habe die Potenzial, ist ja viel größer, weil ich so erfahren bin mit Seifenwelt, dass ich die richtigen Seifen ihm gebe und ich sogar ihm das liefere, wo es sehr gut verkauft wird, weil ich ja total viel Erfahrungen in dem Seifengeschäft habe, Seifenwelt habe. Und wenn es ihn nicht geben würde, würde ich die Seifen vielleicht auf einem Markt verkaufen gehen. Vielleicht habe ich ja das früher in den Weihnachtszeiten gemacht. Oder ich würde die Seifen machen und verschenken, weil ich die Seifen so gern habe. Das heißt, es ist eine Identität von mir, es ist ein Teil von mir, aber ein Teil, wo ich sie vielleicht nicht ausleben durfte. Etwas, wo mir verweigert wurde. Vielleicht ich hatte die Finanzen nicht, ich hatte irgendwelche Sachen nicht. Es ist aber so, wenn ich jetzt bestätige, ja, das ist das Seife, ist meine Identität, ich gehe in diesem Laden, es ist aber nicht, dass ich in dem Laden bleibe. Warum? Weil der Neptun sagt eigentlich Folgendes: Ich lasse euch einen Traum beginnen, aber bist du auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Für diesen Traum, wo du jetzt anfängst. Und das wird nachher nicht gerade im ersten und zweiten Jahr sein, sondern ein bisschen später. Und es ist jetzt so, das ist natürlich wieder über das Opfer. Deshalb hört er ja, sich opfern. Vielleicht von mir oder von anderen Menschen. Wenn der Neptun ihn wiederkommt, können wir uns selber opfern. Muss aber gar nicht sein. Jetzt stellt euch mal folgende Situation auch vor. Vielleicht ich habe Seifen produziert 20 Jahre lang, aber ich habe dafür vielleicht nicht das Geld bekommen, die mir zusteht. Ich habe vielleicht nur Ausgaben gehabt, aber keine Einnahmen. Jetzt plötzlich gehe ich mit meinen Seifen, wo ich sowieso habe, in einen Laden und verkaufe. Und was bekomme ich? Ich bekomme Money. Durch das verändert sich eigentlich meine finanzielle Situation. Und was lasse ich los eigentlich? Ich lasse dieses Negative los. Das Negative ist es für mich, es ist ja schon schön, dass ich Seifen habe, aber es wäre vielleicht auch schön, wenn ich mit meinem Geld vielleicht neue Seifenprodukte kaufen kann, weil das mein Hobby ist. Oder es wäre vielleicht schön, wenn ich vielleicht mit meiner Gruppe etwas machen kann, wo ich vielleicht Seminar geben kann, wo ich dann wieder Geld verdiene und vielleicht ich Ferien gehen kann, mir Kleider kaufen kann, vielleicht, dass ich sagen, hey, es geht ja nicht um Geld, sondern es ist das
Wert eigentlich, wo man sagt, hey, meine Seife hat einen Wert. Meine Seife darf etwas kosten. Leute freuen sich an meine Seife. Leute freuen sich, das, was ich mache und das, was ich mache, ist schön. Bekommt jetzt eine Anerkennung. Es geht genau um das eigentlich. Das heißt, mein Lebenswerk, wo ich vielleicht jahrelang nicht keinen Wert hatte, diese Wertlosigkeit oder wo nicht gesehen wurde, weil ich nicht gewusst habe, wie man das Ganze auf den Markt bringt, hatte ich vielleicht nicht diesen finanziellen Erfolg. Das heißt eigentlich, was geht von mir in den folgenden Jahren weg? Dieses geldloses Leben zum Beispiel, in Armut zu leben oder mit dem Minimum zu leben oder nur als Hobby. Das Hobby geht weg und das entwickelt sich zu einer professionellen Seifenkönigin zum Beispiel. Es ist aber so, dass ich dann durch die Entwicklung dann auch sehen werde, okay, in diesem Laden ist cool und schön, aber es ist nicht die Gruppe, wo ich bleiben werde, sondern ich werde vielleicht gehen. Ich verdiene mein Geld, ich bereichere mich ja finanziell. Ich gehe vielleicht, eröffne in diesem Geschäft, dieses Mann hört vielleicht auf mit dem Laden, ich übernehme vielleicht sein Geschäft zum Beispiel. Oder ich gehe in ein anderes Laden, übernehme das, mache das eigenes Geschäft. Das heißt, ich bezahle den Preis, ich übernehme die Verantwortung später zum Beispiel. Verantwortung gehört nicht zu Neptun, aber das ist von der Energie, weil es geht ja nicht nur die ganze Zeit alles um Neptun, sondern die ganze Konstellation vom Planeten, aber es geht um die Entwicklung eigentlich. Das ist die positive Form eigentlich. Das heißt, ihr geht in die positive Energie, das heißt, ihr geht ganz bewusst und sagt, hey, das ist etwas, was mir gehört. Also was habt ihr gemacht? Ihr habt jetzt eine Frage gestellt. Das, was ich mache, ist es meine Energie? Ist es wirklich etwas, was mit meiner eigenen Identität zu tun hat? Was nämlich ganz gefährlich ist, wenn Saturn in Widder läuft, gerade am Anfang, wenn sich mit dem Neptun in Konjunktion geht, ist es, und das wird am 20. Februar sein, teilweise ist es schwierig zu erkennen, ist es wirklich das, was ich will, oder laufe ich hinter jemanden und erfülle ich die Bedürfnisse von anderen Menschen und nicht meine eigene. Wir gehen von einem zweiten Szenario, zweite Möglichkeit. Da gibt es einen Kerzenliebhaber. Der sagt zu mir, du Seifenkönigin, ich habe ein Geschäft, ich brauche jemanden, der mit Kerzen produziert. Du kannst eigentlich mit ins Geschäft kommen und für Kerzenproduktion, für eine Schachtel Kerzen bekommst du 100 Euro. Oh cool, okay, super, das ist so super, ich bekomme nur für eine Schachtel 100 Euro und wenn ich 10 Schachteln mache, bekomme ich 1000 Euro. Ich werde reich, wahnsinnig tolle Sache. Ich gehe hinter diese Energie jetzt. Ich gehe und produziere für diese Menschen. Jetzt muss ich die Frage wieder stellen. Diese Seife-Energie, das heißt, nicht Seife, jetzt sind wir in der Kerzenenergie. Ich als Seifenkönigin produziere jetzt Kerzen. Ich stelle jetzt mir die Frage, warum mache ich das? Und wenn ich jetzt diesen Menschen nicht helfen möchte, wenn ich jetzt nicht in die Helfersyndrom reingehe, würde ich immer noch dieses Kerzen machen wollen. Oder wenn ich jetzt dieses Geschäft nicht gebe, würde ich immer noch Kerzen machen wollen. Oder wenn ich jetzt dort die Kerzen verkaufe oder Kerzen produziere, ja, produziere ich dann noch meine Seifen? Vielleicht ich habe ja Kunden, wo bei mir Seifen kaufen. Oder vielleicht, ich gebe ganz auf meine Seifen. Also das heißt, ich habe seit 20 Jahren mit Liebe und Herz Seifen gemacht und plötzlich höre ich, und das System sagt natürlich, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Das heißt, in folgenden Jahren ist es dann so eigentlich, dass ich plötzlich meine Kunden, die ich als Seifenverkäuferin hatte, nicht mehr habe. Warum? Weil ich den Job aufgegeben habe, als Seife zu produzieren oder mich um die Menschen zu kümmern. Was passiert gleichzeitig? In 2 Jahren oder 3 Jahren sagt dieser Mann mir, ach, dieses Kerzenladen, es hat nicht funktioniert. Leider musst du hier weggehen, tut mir leid, wir haben keine Arbeit mehr für dich. Das heißt, ich habe in ein paar Jahren weder Seife noch Kerze. Beides nicht. Das heißt, es kann auch einen negativen Touch sein. Und in dieser Zeit vielleicht, es muss ja nicht mal sein, dass das Kerzenladen schlecht geht, sondern dieses Kerzenladen hat sich vergrößert. Es hat expandiert. Das heißt, ich beobachte eigentlich, wie ein Kerzenladen sich bereichert und macht und tut gut.
Aber ich bin nur eine kleine Figur, irgendeine Nummer drinnen, wo sehr schnell ersetzt werden kann. Kann auch eine Energie sein. Es kann aber auch so laufen, das ist auch eine Möglichkeit. Ihr könnt zum Beispiel mit diesem Bewusstsein reingehen. Ich kenne jemanden, der verkauft Kerzen. Ich gehe ganz bewusst rein. Ich weiß, es ist sein Geschäft. Ich weiß, ich bereichere ihn. Ich gehe und ich habe das Herz, mein Herz sagt, ich möchte diesem Menschen helfen, damit er starten kann. Es ist mir aber bewusst, dass ich nicht in diesem Laden alt werde. Das wird nicht meine Energie sein, aber ich möchte jetzt diese Zeit ganz bewusst für diese Sache hingeben, mit der bewussten Energie. Das ist auch eine Entscheidung. Aber dann seid ihr in der bewussten Energie. Dann geht ihr nicht hinter irgendetwas, hinter Träumen. Also geht ihr nicht in den Träumen rein, ja, wenn ich ihm helfe, diese Seife, diesen Kerzen zu produzieren, dass ich dann auch Teilhaber dieses Geschäftes sein werde, weil er das mir vielleicht versprochen hat. Aber er dieses Versprechen dann nicht einhalten wird, wenn er sieht, dass er mit seinem Kerzen vielleicht 500.000 macht. Und weil er sieht, ja, warum soll ich dann meine Arbeit denn teilen? Zum Beispiel, oder? Kann zum Beispiel eine Energie sein. Hier ist ganz wichtig, sich bewusst, also wenn ihr in der bewussten Energie geht, und das ist wirklich nicht einfach, vor allem wenn der Neptun und der Saturn eine Konjunktion macht, es wird teilweise wie verschwommen alles sein. Wenn ihr aber so mit der bewussten Energie dort beginnt jetzt eigentlich und wirklich eure Hauptmotivation euch hinterfragt, wirklich hinterfragt, dann ist das eine super Neubeginnentscheidung. Diejenigen Leute, wo das nicht mit der bewussten Energie beginnen oder das nicht hinterfragen, diese ganzen Energien, die werden dann später eigentlich, wie können zum Beispiel eben sich selber opfern eigentlich. Was zum Beispiel auch wichtig ist, der Widerzeichen hat auch sehr oft mit dem Körper zu tun. Man muss dann, weil das kann auch so sein, es ist auch so, wenn der Neptun eigentlich in Wider ist, die Dinge, die wir beginnen übrigens, es gibt das Gefühl, als wäre das wie eine Mission, ein Glaubenssatz. Deshalb spricht man von Glaubenskrieg. Also man kann wie fast nicht aufhören eigentlich. Das heißt, ich produziere vielleicht Kerzen, aber ich kann die nicht loslassen, weil ich das Gefühl habe, nein, ich musste ihm helfen, ich muss ja das tun eigentlich. Obwohl alles Vernunft sagt, nein, ist nicht gut, aber dieses Gefühl innerlich, es ist wichtig, dass die alle Leute auf der Welt dieses Kerze bekommen und dieses Company braucht so eine Unterstützung, ich kann hier nicht weggehen. Das kann aber auch sein, dass ich jetzt für mein eigenes Werk, wo ich sage, all diese Jahre, wo ich jetzt nicht zeigen konnte, das ist auch wie eine Mission. Es ist eine Mission, dass ich jetzt meine Seifen auf den Markt bringe, dass ich jetzt wirklich und ich will jetzt dafür arbeiten, machen und tun. Und was ist denn hier aber auch wichtig in folgenden Jahren, dass ich das auch mit bewusster Energie mache, damit ich nicht aus machen, sogar meine eigene Körper oder Gesundheit denn opfere. Oder sogar vielleicht zwischenmenschliche Freunde nicht opfere oder Verträge nicht opfere, weil ich dann halt so unglaublich in dieser Ego-Energie gehe und vor allem, weil ich meinen Mars nicht richtig aktiv führen kann, meine Liebe. Das heißt, weil ich meinem Mars nicht die richtigen Befehle gebe oder weil vielleicht mein Mars ein bisschen irritiert ist vielleicht. Das heißt, ihr müsst auch wirklich lernen, eigentlich eure persönliche Kraft auch einzuschätzen. Also wo höre ich jetzt auch auf mit Arbeiten zum Beispiel? Wo höre ich jetzt auf Grenzen setzen? Und das ist auch wichtig, weil ihr habt die Grenzen gesetzt jetzt gelernt eigentlich. Und wenn ihr jetzt in den Widerzeichen die Grenzen nicht richtig setzt, falsche Grenzen macht eigentlich, immer weiter, das kann dann auch bei manchen Menschen sogar auch gesundheitliche Probleme sein. Ihr könnt zum Beispiel auch die Frage nicht im Beruflichen stellen, sondern wir gehen es vom Privaten aus. Angenommen, ihr habt euch verliebt. Ihr seht aber, dass diese Person euch nicht gut tut. Das heißt, wenn ihr euch auf diesen Menschen einlässt, dann müsst ihr wirklich Identität von euch aufgeben. Zum Beispiel sagt dieser Mensch, wenn du mit mir verheiratet bist, darfst du keine Seife mehr produzieren, beispielsweise. Und ihr geht in die Energie rein und ihr produziert keine Seife mehr. Das heißt, was passiert in der Beziehung eigentlich? Ihr seid unglücklich. Ihr seid tief unglücklich, weil Seife ist etwas, was ihr liebt, aber dieser Mensch will nicht, dass ihr Seife macht, will nicht, dass ihr auf den Markt geht. Also das heißt, was passiert hier eigentlich? Man hat eine gewisse Traurigkeit, weil das, was einem Freude macht, das nimmt man einem weg. Das geht nicht. Das heißt, du kannst gar nicht in der Beziehung glücklich werden,
wenn du das machst. Das heißt, dann müsst ihr euch Folgendes auf die Frage stellen, also verschiedene Fragen stellen. Ja, okay, ich lasse mich auf eine Beziehung ein. Bin ich denn bewusst, was ich dafür opfere, zum Beispiel mein Beruf? Die andere Frage ist auch noch Folgendes. Wenn ich Alternative hätte, alternative Frauen oder Männer, egal was, nicht nur diese Menschen, wäre ich immer noch mit diesen Menschen zusammen. Das kann aber auch eine Freundin sein. Das heißt, ich habe hier eine Freundin, und eine Freundschaft ist ja nicht immer der einfachste, es kann auch Zickenkrieg geben oder schwierig sein. Sage vielleicht, ich habe noch 50 Freunde daneben und sage, ja, wenn ich noch diese andere 50 hätte, würde ich mich immer noch für diese Person entscheiden. Und wenn ihr sagt, ja, mein Herz sagt ja, dann geht diesen Weg. Sage, ja, ich will die Freundschaft oder ich will den Partner in mein Leben. Das heißt, es ist wichtig, wenn ihr eine Partnerschaft auch eingeht, dass ihr sagt, okay, ich lasse mich in Partnerschaft, aber wir müssen offen und ehrlich reden. Das heißt, ich darf nicht von mir den opfern, weil sonst muss ich später auch den Preis zahlen. Also angenommen, ich bin wieder dein Seifenkönigin hier und ich lasse mich auf eine Partnerschaft ein, ich gebe meinen Beruf auf. Und ich bin sowieso unglücklich in der Beziehung. Warum? Okay, ich habe den Mann, ich habe eine schöne Stunde mit ihm, zärtliche Stunde, aber diese zärtliche Stunde ist auch eine Zeit lang. Und irgendwann kommt die Realität, irgendwann kommt der Alltag. Das heißt, meine Hobby ist nicht mehr da, meine Freizeit ist nicht mehr da. Das, was mir Freude macht, ist nicht mehr da. Ich muss ja das alles opfern für ihn. Also das heißt, ich bin in der Beziehung sowieso unglücklich. Ich kann nicht in der Beziehung glücklich sein, wenn ich mich opfern muss eigentlich. Das heißt, dann muss ich vielleicht von Anfang an ehrlich und offen reden. Schau mal, das sind meine Bedürfnisse. Also wenn ich mit dir zusammen bin, es geht nicht, dass ich alles opfern muss. Oder zum Beispiel, ich gehe in eine Beziehung rein und dieser Mensch hat keine Zeit für mich. Er gibt mir das Gefühl, dass ich wertlos bin. Das heißt, ich gehe in eine Beziehung rein, ich akzeptiere, dass er mich wertlos behandelt. Ich akzeptiere, dass ich für ihn nicht wichtig bin, dass ich immer der dritte Rad am Wagen bin. Ich akzeptiere, dass ich keine Priorität in sein Leben. Das heißt, ich kann so gar nicht leben. Ich kann vielleicht ein paar Monate mit ihm schön haben, vielleicht 2, 3 Wochen, vielleicht 1 Jahr. Aber nach 2 Jahren geht das nicht mehr, weil kein Mensch möchte wertlos sein. Kein Mensch möchte unsichtbar sein. Kein Mensch will immer warten auf den Menschen, bis er einmal Zeit hat. Das heißt, ich gehe auf etwas ein, nicht mit offenen Karten, nicht mit echten Gesprächen. Und was passiert eigentlich in 2, 3 Jahren? Das explodiert sowieso. Weil schaut mal, wenn man nicht ehrlich offen kommuniziert miteinander, wenn man nicht die gleichen Energien hat, wenn man nicht einig ist und wenn man Dinge akzeptiert, die man gar nicht akzeptieren möchte, die Beziehung kann gar nicht lange halten. Das funktioniert einfach nicht. Das ist wie, ihr geht in einen Job rein eigentlich und ich weiß gar nicht, was der Mindestsatz im Moment ist. Also angenommen, der Mindeststundenlohn ist 13 Euro, sage ich mal, oder 18 Franken und ich gehe für 3 Euro arbeiten. Das heißt, unter Minimum, vielleicht ich mache das für einen Freund. Für einen Freund gehe ich für 3 Euro arbeiten. Aber auch für einen Freund kann ich nicht für 3 Euro arbeiten gehen langfristig. Das kann ich vielleicht 1, 2, 3 oder 4 Wochen machen Maximum. Aber irgendwann muss ich meine Miete bezahlen. Meine Seele braucht Nahrung. Ich brauche Nahrung. Meine Seele muss glücklich sein und zufrieden sein und für das brauche ich Nahrung. Und das heißt, ich muss vielleicht auch Essen kaufen, mein Gott, in der realen Leben. Ich muss shoppen gehen, ich muss Miete bezahlen. Ich muss zufrieden sein und für das brauche ich mehr als 3 Euro. Ich will vielleicht nicht mal mit Minimum, sondern ich will sogar 25 Euro haben. Ich will mehr, weil ich sage, das verdiene ich. Ich bin gut. Ich arbeite ja schon so viel, also darf ich auch 25 Euro in der Stunde bekommen. Also somit möchte ich sagen, es ist wirklich ganz wichtig, in welchem Bewusstsein ihr in die Energie startet. Und ihr seid jetzt schon dran am Start, ihr seid am Vorbereiten. Und es wird ganz viel passieren nach Ende Januar. Und was wichtig ist, möchte ich euch auf den Weg geben. Ende Januar vor allem im Februar, werdet ihr ganz wichtige Entscheidungen in eurem Leben treffen. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr das so einigermaßen wie bewusst trifft. Es wird aber schwierig sein, immer bewusst, aber einigermaßen versucht es mal. Und sonst geht, wenn es um finanzielle Dinge ist, lasst euch Finanzberater holen, wenn das Beziehungen sind, Beziehungsberater holen, egal was, aber geht ganz bewusst in den Energien rein. Weil
das wird Sachen, wo euer Leben wie aus dem Grund verändern. Ihr werdet das sehen, so wenn nächster Herbst kommt, das hat sich so viel verändert. Also das heißt, ihr werdet so die ersten Entscheidungen treffen und vor allem nach Rückläufigkeit wird das noch einmal geprüft. Aber dann, das ist wie nicht mehr rückgängig zu machen. Weil der Pluto, wenn der Pluto etwas verändert, der verändert von Wurzeln. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel angenommen, ihr opfert dann eine Stelle, dann habt ihr die Stelle geopfert, damit ihr heiraten könnt, dann habt ihr die Stelle nicht mehr. Das heißt, wenn ihr 3 Jahre aus dem Fenster seid oder 4 Jahre nicht mehr als Buchhalter arbeitet zum Beispiel oder irgendwelche Dolmetscher arbeitet, 3, 4 Jahre, da seid ihr vielleicht aus dem Fenster, weil in 4, 5 Jahren gibt es vielleicht neue Systeme in der Buchhaltung, weil ihr euch nicht weiterbildet, weil ihr nicht weitermacht. Das heißt, wenn ihr wieder vielleicht auf den Markt möchtet in 4, 5 Jahren, dann ist es vielleicht nicht mehr die gleiche Energie wie jetzt eigentlich. Das heißt, ihr müsst euch wirklich so ganz bewusst auch die Entscheidungen treffen und auch die echte Kompromisse machen. Kompromisse heißt nicht nur von sich Dinge zu opfern, sondern ehrliche Gespräche, was einem fehlt, was die Seele braucht, was Gefühle braucht. Das kann auch Lohn sein, echte Lohngespräche kann das zum Beispiel sagen, hey, ich arbeite gerne für dich, aber ich kann nicht für 3 Euro arbeiten oder ich bin gerne mit dir zusammen, du gefällst mir, ich finde dich toll, du bist schwierig, du bist zickig, aber ich mag dich, aber wir müssen dieses Verhaltensform neu anpassen, weil sonst funktioniert das nicht. Wenn ihr das aber von Anfang an richtig macht eigentlich, das heißt, es ist ja nicht immer alles schocki, es ist ja nicht immer alles rosarot im Leben. Schaut mal, ob ihr jetzt in eine Beziehung reingeht, oder ob ihr jetzt ein Seifenverkäuferin, die Königin der Seifenverkäufer Mahara möchtet werden oder ihr irgendwelche Jobs annehmt. Wisst ihr, in jeder Beziehung, in jedem Job, in jeder Situation gibt es einfach Shit-Momente. Es gibt Momente, wo man einfach fluchen möchte, einfach schreien möchte, einfach weglaufen möchte. Einfach sich ärgert die ganze Zeit, wirklich, weil das Zickerei ist, weil das ist ja das Leben eigentlich. Das Leben ist auch miteinander zicken, streiten, das ist halt das Leben, das ist das natürliche Leben. Und das ist aber auch dann wichtig, dass es überhaupt nach Frucht trägt langfristig, dass man mit ehrlichen Gesprächen da reingeht, damit ihr eigentlich in ein paar Jahren nicht das Negative opfert, sondern ihr sagen könnt, hey, ja, wir hatten vielleicht am Anfang ein bisschen unsere Zickereien oder dieses Geschäft war nicht so einfach. Ich habe aber in den positiven Glauben gegangen in dem Ganzen, aber ich habe das für etwas ganz Tolles bekommen. Ich habe vielleicht eine tolle Partnerschaft jetzt oder ich habe ein tolles Seifengeschäft jetzt oder ich habe einen tollen neues Leben. Ich habe vielleicht, es war so schwierig, Sprachen zu lernen und ich habe Sprache gelernt zum Beispiel. Es war so schwierig, dieser Ausbildungsweg, aber ich habe dafür jetzt eine Ausbildung. Warum eigentlich? Weil ich mit dem richtigen Ansatz gegangen bin. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr jetzt das diese Tage auch macht, denn es ist wirklich nicht mehr rückgängig. Ich sage euch auch warum. Letztes Jahr, ich habe euch immer gesagt, Leute, spielt keine Rolle, was ihr gerade erlebt, das wird nicht so bleiben. Das habe ich euch gesagt. Vorletztes Jahr habe ich das euch gesagt. Jetzt sage ich das euch nicht mehr. Jetzt sage ich Folgendes. Das, was hier beginnt, es hat Folgen. Es ist neue Energie. Es ist Energie, wo ihr vielleicht noch wenig Erfahrung habt. Aber ihr könnt das am richtigen Motivation richtig machen. Ihr könnt mit richtig Erkenntnisse da reingehen. Das ist wichtig. Und wenn ihr das macht eigentlich, dann macht ihr schöne Erfahrungen, tolle Erfahrungen. Dann geht in die heilende Energie. Das heißt, dass ihr euch wirklich verwirklichen könnt. Das ist aber etwas, was weil neu ist, da geht es, die alte Geschichte ist vorbei eigentlich. Die alte Geschichte ist erledigt. Einzige, was noch ist, der Neptun, der Uranus, muss noch in diesem Jahr noch rückläufig werden. Das heißt, die müssen noch lernen, in neue Energie reinkommen, aber der Pluto ist schon in neue Energie jetzt, Leute. Das heißt, der Pluto wird euch jetzt ganz groß verändern. Ich habe keine Chance mehr, die Person zu bleiben, die ihr vorher wart. Es geht nicht mehr. Diese Geschichte, alte Geschichte ist abgeschlossen, kann ich euch sagen, zu 33-40% fast. Das heißt, wenn Pluto schon in der Bewegung ist, dann habt ihr keine Chance mehr. Also da geht es vorwärts. Ihr müsst neue Erfahrungen machen. Ihr könnt nicht mehr in alter Energie bleiben. So, meine Liebe, ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen. Es freut mich sehr übrigens, dass ihr in meinem Kanal so viel abonniert. In der letzten Zeit sehe ich das.
Und herzlichen Dank für eure lieben Kommentare und auch für eure Unterstützung für ganze Jahr 25. Das war schön, immer mit euch unterwegs sein. Bis bald!